Es war eine Tür ohne Schild. Dahinter kein Richter, kein Gesetz, nur das Geräusch von Schritten, das Knacken eines Ledermantels, das leise Schließen eines Schlosses. In diesen Räumen verschwand die Wahrheit und mit ihr Millionen von Menschen. Die geheime Staatspolizei, kurz Gestapo, war mehr als nur ein Werkzeug der Angst. Sie war das unsichtbare Rückgrat der nationalsozialistischen Diktatur, geschaffen, um jeden Widerspruch zu ersticken, jede Regung von Freiheit Birster am Keim zu ersticken. Jahrzehntelang schien ihre Geschichte erzählt, eine Behörde des Schreckens, geführt von Fanatikern und Sadisten. Doch in den Archiven, in vergilbten Akten und vergessenen Verhören offenbart sich heute ein anderes, noch düstereres Bild. Denn die Gestapo war nicht nur ein Monster des Regimes, sie war ein Spiegel der Gesellschaft, in dem Nachbarn, Kollegen und Freunde zu Komplizen wurden. Und was passiert, wenn Angst zur Gewohnheit wird und Schweigen zur Pflicht? Als Hitler Bürfen am Januar 1933 an die Macht kam, war Deutschland ein Land Bürs am politischen Chaos. Arbeitslosigkeit, Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten, ein tiefes Misstrauen in die Demokratie der Weimarer Republik. In diesem Klima wuchs der Wunsch nach Ordnung, und genau das versprach das neue Regime. Doch Ordnung bedeutete Kontrolle, und Kontrolle brauchte Überwachung. Im April 1933 entstand in Preußen unter Hermann Göring die Geheime Staatspolizei, zunächst ein unscheinbares Büro in Berlin, kaum 100 Mann stark. Offiziell sollte sie Staatsfeinde bekämpfen. Inoffiziell aber diente sie einem größeren Ziel, der vollständigen Ausschaltung jeder Opposition. Schon bald wurde die Gestapo in ganz Deutschland zum Synonym für Terror. Doch anfangs trat sie leiser auf, bürokratischer, fast unsichtbar. Ihre Macht lag nicht in den Waffen, sondern in den Akten. Göring wusste, dass er für die Durchsetzung der NS-Herrschaft einen Apparat brauchte, der außerhalb des Rechts stand. 1934 übergab er die Kontrolle an Heinrich Himmler, den Reichsführer SS, und an seinen ehrgeizigen Untergebenen Reinhard Heydrich. Unter ihrer Leitung verschmolzen Polizei und SS zu einem geschlossenen System, Staat und Partei waren nun eins. Ein Befehl genügte, und Menschen verschwanden. Doch was die Gestapo so gefährlich machte, war nicht nur ihre Brutalität, sondern ihre Effizienz. Sie arbeitete nicht am Geheimen, wie man es heute oft glaubt, viele wussten, dass sie beobachtet wurden. Und viele arbeiteten für sie, freiwillig oder aus Angst. Der Nachbar, der ein Gespräch meldete. Die Verkäuferin, die ein verdächtiges Wort aufschnappte. Die Gestapo musste gar nicht überall sein. Die Menschen taten die Arbeit für sie. Bis Ende 1934 war die Gestapo in allen deutschen Provinzen aktiv. Sie hatte Tausende verhaftet, politische Gegner, Kommunisten, Sozialdemokraten, Pazifisten. In provisorischen Haftlagern wie Dachau oder Columbia House begannen die ersten Verhöre, ein Euphemismus für Folter. Und während die Opfer schwiegen, feierten die Täter ihren Erfolg als Sieg der inneren Sicherheit. Doch am Inneren des Apparats begann bereits ein Machtkampf zwischen alten Polizeibeamten, die sich noch an Recht und Verfahren hielten, und jungen SS-Offizieren, die nur eines kannten: bedingungslose Loyalität zu Hitler. Himmler und Heydrich setzten sich durch. Mit einem Federstrich verwandelten sie die Polizei in ein Werkzeug der SS. Ein Netzwerk aus Angst, das sich wie ein Schatten über das Land legte. Im Sommer 1934, nach dem sogenannten Röhm-Putsch, als Hitler seine Rivalen innerhalb der SA ermorden ließ, bewies die Gestapo ihre Nützlichkeit. Sie hatte Namen geliefert, Adressen, Verdachtsmomente. Sie war Teil der Säuberung. Danach war sie unantastbar. Und während Deutschland jubelte über die Wiederherstellung der Ordnung, wurde der Ausnahmezustand zur Normalität. Was niemand ahnte, das war erst der Anfang. Mit der Machtübernahme Himmlers über alle Polizeibehörden des Reiches begann eine stille Revolution. Nicht auf den Straßen, sondern in den Amtsstuben. Die Gestapo wurde zentralisiert, professionalisiert und unsichtbar. Ihr Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße 8 Zoll Berlin war unscheinbar.
Doch wer einmal durch seine Türen trat, kam selten wieder heraus. Hier entstand das Herz eines neuen Systems. Akten, Karteien, Verhöre, Millionen von Berichten, fein säuberlich katalogisiert. Was früher offene Gewalt war, wurde nun zur Methode. Der Schrecken trug Uniform, aber er sprach die Sprache der Bürokratie. Jede Denunziation, jede Beobachtung, jeder Verdacht fand seinen Weg in die Akten der Gestapo. In den späten 1930er Jahren gingen dort täglich Tausende von Meldungen ein, und die meisten stammten nicht von Beamten, sondern von Zivilisten. Ein jüdischer Nachbar, der angeblich Wertsachen versteckt hatte, ein Lehrer, der einen Witz über Hitler erzählte, eine Frau, die zu laut das Radio ausländischer Sender hörte. Historiker fanden später heraus, mehr als 80% der Ermittlungen der Gestapo begannen mit privaten Anzeigen. Der Terror hatte viele Gesichter und sie lebten oft nebenan. Die Gestapo nutzte diese Furcht geschickt aus. Sie musste nicht überall sein, sie musste nur geglaubt werden. In den Städten kursierten Gerüchte über geheime Mikrofone, über Spione in der Post, über unsichtbare Beobachter in Zügen und Cafés. Die Wahrheit war, so allmächtig war sie gar nicht. Doch die Vorstellung, sie könnte es sein, genügte. Der beste Spitzel ist der glaubt, er werde beobachtet, notierte ein Gestapo-Beamter zynisch in einem internen Bericht. Gleichzeitig weitete sich ihr Aufgabenfeld aus. Nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 begann die Gestapo, Rassengesetze zu überwachen. Wer mit einem Juden verkehrte, riskierte Verhaftung. Wer als Jude versuchte, Deutschland zu verlassen, musste mit Erpressung, Enteignung und Schikane rechnen. Die Gestapo wurde zum Motor der antisemitischen Politik, nicht nur als Vollstrecker, sondern als Planer. In jeder Stadt entstanden Außenstellen, oft nur mit wenigen Dutzend Mitarbeitern. Ihre Macht kam nicht aus der Zahl, sondern aus der Angst, die sie verbreiteten. 1936 erhielt Himmler offiziell die Kontrolle über sämtliche Polizeikräfte des Reiches, auch über die Kriminalpolizei. Damit verschmolzen Recht und Terror zu einem System. Das Gesetz war nun, was die Gestapo dafür hielt. Sie konnte ohne Haftbefehl festnehmen, ohne Prozess in Konzentrationslager einweisen, ohne Beweise bestrafen. Ein einfacher Stempel reichte: Schutzhaft. Die Opfer wussten nie warum. Manchmal genügte ein Satz, eine Geste, ein altes Flugblatt. So entstand das Klima, das Hitler brauchte. Totale Kontrolle, scheinbar freiwillig akzeptiert. Doch während Deutschland nach außen hin stabil erschien, gärte am Inneren ein Konflikt. Alte Polizisten, die noch Recht und Prozedur kannten, fühlten sich unwohl. Einige wagten leise Kritik, sie verschwanden bald. Andere passten sich an. Die Grenze zwischen Täter, Mitläufer und Opfer wurde immer unschärfer. 1938, am Jahr der Reichskristallnacht, erreichte die Gestapo ihren nächsten Wendepunkt. Die systematische Gewalt gegen Juden war kein spontaner Ausbruch des Volkszorns. Sie war geplant, koordiniert, durch die Gestapo überwacht. Noch in derselben Nacht begannen massenhafte Verhaftungen. Über 30.000 schulüdische Männer wurden in Konzentrationslager verschleppt, angeblich zur Schutzhaft. Für viele war das der Moment, an dem sie begriffen, es gibt keinen sicheren Ort mehr. Doch für die Gestapo war es nur die Generalprobe. Denn ihr größter Auftrag sollte erst noch beginnen, mit dem Krieg. Als am 1. September 1939 deutsche Truppen in Polen einmarschierten, öffnete sich ein neues Kapitel. Nicht nur für Europa, sondern auch für die Gestapo. Der Krieg, den Hitler begonnen hatte, war nicht allein ein militärischer Feldzug, sondern ein ideologischer. Und die Gestapo war seine unsichtbare Armee Pirf-Arm am Rücken der Front. Mit den Besatzungen kamen Listen, Akten und Befehle. Noch bevor die ersten Panzer rollten, hatte die Gestapo sogenannte Einsatzgruppen vorbereitet. Mobile Mordkommandos aus SS, SD und Polizei, deren Aufgabe es war, Feinde des Reiches zu beseitigen. Priester, Lehrer, Intellektuelle, Juden, Roma, Kommunisten, sie alle standen auf den Listen. Die Gestapo lieferte die Informationen, die SS die Waffen. In den ersten Wochen der Besatzung wurden Zehntausende Polen verhaftet oder erschossen. Ganze Dörfer verschwanden.
In den Städten richteten Gestapo-Kommandos improvisierte Gefängnisse ein, Keller, Schulhäuser, Gerichtsgebäude. Es gab keine Verfahren, keine Verteidigung, keine Gnade. Ein Befehl Heydrichs lautete: Polnische Führungsschichten sind restlos zu beseitigen. Das war kein Nebensatz, es war Programm. Während die Wehrmacht an der Front kämpfte, übernahm die Gestapo die innere Sicherheit der eroberten Gebiete. Sie war überall, in Warschau, Krakau, Danzig, Lodz, in jeder Stadt ein Büro, in jedem Büro Akten. Ihr Ziel war nicht nur Widerstand zu zerschlagen, sondern ganze Bevölkerungen zu überwachen. Wer Juden versteckte, Lebensmittel hortete oder Flugblätter verteilte, konnte binnen Stunden verschwinden. Oft genügte der Verdacht. In Polen begannen auch die ersten Deportationen. Die Gestapo koordinierte Transporte, erstellte Listen, kontrollierte Züge. Die Opfer wussten nicht, wohin sie gebracht wurden, nur, dass sie nicht zurückkehren würden. Was in Polen begann, breitete sich wie eine Welle über Europa aus. Nach dem Sieg über Frankreich 1940 errichtete die Gestapo auch dort ein Netz aus Denunzianten und Kollaborateuren. Paris, Lyon, Brüssel, Amsterdam, in jeder Stadt gab es Menschen, die bereit waren, für Geld oder Macht zu verraten. Die Gestapo verstand es, Misstrauen zu säen. Viele ihrer Beamten waren keine Monster, sondern gewöhnliche Männer, ehemalige Kriminalpolizisten, Verwaltungsbeamte, Schreibtischtäter. Sie glaubten, ihre Pflicht zu tun. Das machte den Terror so perfide. Er war nicht nur grausam, er war organisiert, geplant, begründet. Der Krieg gegen die Menschlichkeit nahm Gestalt an. Und während die Fronten sich verschoben, änderte sich die Rolle der Gestapo erneut. Sie wurde zur Schaltzentrale für die Endlösung der Judenfrage. Ihre Aufgabe: Erfassung, Registrierung, Deportation. Kein Befehl zu schießen, aber alle Befehle, um das Töten möglich zu machen. In einem internen Bericht von 1941 hieß es: Die Zusammenarbeit zwischen Gestapo und SS verläuft reibungslos. Die jüdische Frage wird endgültig gelöst. Es war der Beginn des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte und die Gestapo stand am Zentrum. Aber noch ahnte kaum jemand außerhalb Deutschlands, was wirklich geschah. Die Welt sah Panzer, nicht Papier. Doch in den Archiven sammelten sich Dokumente, Transportlisten, Berichte, Befehle. Es war die Spur der Bürokratie des Todes. In Warschau sagte ein anonymer Zeuge später: Sie kamen nicht wie Soldaten, sondern wie Buchhalter. Jeder Schritt war notiert, jeder Mensch war eine Nummer. Die Gestapo hatte das geschafft, was kein Terror zuvor erreicht hatte. Sie machte Mord zu Verwaltung. Mit dem Jahr 1942 erreichte die Macht der Gestapo ihren Höhepunkt. Der Krieg hatte sich ausgeweitet, Millionen standen unter deutscher Herrschaft. Und die Gestapo war überall. Sie wurde zur unsichtbaren Infrastruktur der Besatzung. Kein Schritt, kein Wort, keine Tat schien mehr unbeobachtet. In den besetzten Gebieten entstanden regionale Gestapo-Zentralen in Paris, Oslo, Prag, Wien, Amsterdam. Jede dieser Niederlassungen war zugleich Verwaltung und Folterkammer. Die Beamten dort lebten in der Überzeugung, den Feind am Innern zu bekämpfen. In Wahrheit hatten sie gelernt, jede Form von Menschlichkeit als Schwäche zu sehen. In Frankreich etwa arbeitete die Gestapo eng mit dem Vichy-Regime zusammen. Sie rekrutierte lokale Polizisten, französische Kollaborateure und sogar Kriminelle, um Juden und Widerstandskämpfer aufzuspüren. Paris, einst Stadt der Freiheit, wurde ein Zentrum des Terrors. Im Keller der Avenue Foch 84 standen die Verhörräume der Gestapo. Dort schrien Männer und Frauen, deren einzige Schuld es war, nicht zu gehorchen. Ein Überlebender erinnerte sich: Sie fragten nicht, ob man schuldig war. Sie fragten nur, wer noch mehr weiß. In den Niederlanden funktionierte der Terror fast mechanisch. Die Gestapo überwachte mit Hilfe niederländischer Polizei und Denunzianten ganze Straßenzüge. Zwischen 1942 und 1944 wurden mehr als 100. 000 niederländische Juden deportiert, darunter auch Anne Frank und ihre Familie. Ihre Entdeckung war kein Zufall,
sondern das Ergebnis eines dichten Netzes aus Informanten, Überwachung und Verrat. Was die Gestapo besonders effizient machte, war ihr System der gegenseitigen Kontrolle. Jeder Mitarbeiter wusste, dass er selbst überwacht werden konnte. Ein Wort zu viel. Und man war plötzlich nicht mehr Jäger, sondern Gejagter. Diese Atmosphäre nährte einen kalten Fanatismus, der den Apparat von innen zusammenhielt. Reinhard Heydrich, der Henker von Prag, war das Symbol dieser neuen Phase. Als Chef des Reichssicherheitshauptamts koordinierte er Gestapo, SD und Kripo in einem zentralen Machtblock. Sein Tod 1942 nach einem Attentat in Prag löste brutale Vergeltungsaktionen aus. Dörfer wie Lidice wurden ausgelöscht, Männer erschossen, Frauen und Kinder deportiert. Diese Racheaktionen waren nicht spontan. Sie waren Ausdruck eines Systems, das nur in Gewalt denken konnte. Nach Heydrichs Tod übernahm Heinrich Müller die operative Leitung der Gestapo, ein Mann ohne Gesicht in der Öffentlichkeit, aber mit unerschütterlicher Loyalität zu Himmler. Unter seiner Führung erreichte die institutionelle Kälte der Gestapo ihren Höhepunkt. Müller war kein Schreihals, kein Ideologe. Er war ein Archivar des Schreckens, der Mord in Tabellen verwandelte. 1943. Während die Fronten am Osten zusammenbrachen, intensivierte die Gestapo ihren innerdeutschen Terror. In den Städten wurden immer mehr Rundverfügungen verschickt, gegen defätistische Äußerungen, Wehrkraftzersetzung oder Feindsender hören. Der Krieg kam zurück nach Deutschland und die Gestapo stellte sicher, dass niemand daran zweifelte, wer schuld war, der innere Feind. Selbst einfache Sätze konnten tödlich sein. Eine Hausfrau in München wurde hingerichtet, weil sie gesagt hatte, der Krieg sei sowieso verloren. Ein Lehrer kam ins KZ, weil er Schülern riet, nicht fanatisch zu sein. Die Gestapo hatte erreicht, was jedes totalitäre Regime anstrebt: die innere Zensur. Menschen dachten noch, aber sie sprachen nicht mehr. Und während in den Lagern das Morden industrialisiert wurde, sammelten Gestapo-Beamte Daten über Deportationen, Arbeitskräfte, politische Gegner. Das war ihre Macht. Nicht das Schießen, sondern das Wissen. Als 1943 Zoll Berlin die Rosenstraße-Proteste begannen, deutsche Frauen, die für ihre jüdischen Männer demonstrierten, geriet die Gestapo kurz ins Wanken. Sie wagte es nicht, die Menge niederzuschießen. Ein Moment der Menschlichkeit blitzte auf, aber er blieb Ausnahme. Denn wer fürchtet, verliert. Wer fürchten lässt, gewinnt. Als die Niederlagen der Wehrmacht zunahmen, verlagerte sich der Krieg in die Köpfe. Goebbels rief den totalen Krieg aus und die Gestapo wurde zu seinem inneren Vollstrecker. Der äußere Feind stand an den Fronten, der innere Feind in den eigenen Straßen. In dieser Phase begann die Gestapo, gegen die eigene Bevölkerung mit einer Intensität vorzugehen, die selbst Veteranen des Apparats erschütterte. Jede Regung von Zweifel, jede ironische Bemerkung, jeder Flüsterton konnte als Wehrkraftzersetzung gewertet werden. Es war die Zeit der Angst vor dem eigenen Satz. Die Städte lagen in Trümmern. Bombennächte verwandelten ganze Viertel in Schuttfelder, aber die Gestapo blieb. In improvisierten Büros zwischen Ruinen führten Beamte weiter Verhöre, schrieben Berichte, unterschrieben Haftbefehle. Der Krieg mochte verloren gehen, der Terror sollte siegen. Ein besonders grausames Kapitel begann mit dem Widerstand am Innern. Die Gestapo jagte ab 1943 die Gruppen, die wagten noch zu denken, die Weiße Rose, das Kreisauer Kreis, Offiziere um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Gestapo spürte die Weiße Rose durch einen einzigen Fehler auf: den Fund eines Flugblatts in der Münchner Universität. Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst und ihre Mitstreiter wurden verhaftet, verhört und hingerichtet, nach nur 4 Tagen. Das Protokoll ihrer Verhöre ist bis heute ein Dokument des Unerschrockenen. Sophie Scholl sagte ruhig: Man muss etwas tun, damit in Deutschland ein anderes Denken wächst. Für die Gestapo war das keine Überzeugung. Es war Hochverrat. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 entlud sich der ganze Zorn des Systems. Die Gestapo arbeitete Tag und Nacht. Tausende wurden verhaftet, Hunderte ohne Prozess erhängt.
Unter den Opfern ehemalige Generäle, Geistliche, Diplomaten, selbst alte Parteimitglieder. Das Netz der Angst hatte begonnen, sich selbst zu verschlingen. Im Bendlerblock, am Gestapo-Gefängnis Prinz-Albrecht-Straße, in Plötzensee, überall hingen Körper an Fleischerhaken, als Mahnung. Himmler ordnete an, die Hinrichtungen zu filmen. Die Gestapo protokollierte alles, präzise, emotionslos. In diesen Monaten zeigte sich, dass der Apparat längst von der Realität des Krieges losgelöst war. Während Millionen Zivilisten flohen und Städte brannten, durchkämmte die Gestapo Akten auf abweichende Meinungen. Es war eine paradoxe Welt. Das Regime zerfiel, aber die Angst funktionierte weiter wie ein Uhrwerk. Ein Gestapo-Beamter schrieb am Winter 1944 Zoll sein Tagebuch. Wir wissen, dass alles verloren ist, aber niemand darf es sagen. Diese Zeile, schlicht, resigniert, fasst die Atmosphäre jener letzten Kriegsmonate zusammen. Der Terror hatte seine eigene Logik geschaffen, Selbstzerstörung als Ordnung. Und doch gab es Risse. Immer mehr Menschen verweigerten unauffällig den Gehorsam. Pfarrer, die falsche Taufbescheinigungen für Juden ausstellten, Bauern, die Zwangsarbeitern Brot gaben, Beamte, die Akten verschwinden ließen. Kleine Gesten, die in einem Reich der Angst zu Akten des Widerstands wurden. Aber für jeden, der half, gab es viele, die verrieten. In den letzten Kriegsmonaten häuften sich die Denunziationen. Die Gestapo war überfordert, doch sie reagierte mit brutaler Härte. Selbst am Chaos des Zusammenbruchs blieb sie ein System, das lieber mordete, als die Kontrolle zu verlieren. Als die Rote Armee Berlin näher rückte, wurden am Keller der Prinz-Albrecht-Straße noch Hunderte Gefangene erschossen. Akten wurden verbrannt, Beweise vernichtet, doch nicht alle. Einige Ordner überstanden das Inferno und würden Jahrzehnte später offenbaren, wie minutiös die Gestapo ihren eigenen Untergang dokumentiert hatte. In den Flammen des Dritten Reiches endete das physische Imperium der Gestapo, aber ihr Schatten blieb. Denn die Frage, die blieb, war nicht, wer die Gestapo war, sondern wie viele sie waren. Im Frühjahr 1945 fiel das Reich, dem die Gestapo gedient hatte, in sich zusammen. Was jahrelang unantastbar schien, zerbröckelte in wenigen Wochen. Die Bomben der Alliierten legten nicht nur Städte in Schutt, sondern auch die Fassade eines Systems, das auf Angst gebaut war. Berlin, die Stadt, in der die Gestapo ihren Anfang genommen hatte, war nur noch ein Trümmermeer. Das Hauptquartier in der Prinz-Albrecht-Straße wurde bombardiert. Akten verbrannten, Zellen stürzten ein. Doch in den Ruinen lagen immer noch Gefangene, viele erschossen in den letzten Tagen, weil die Täter keine Zeugen hinterlassen wollten. Heinrich Müller, der Gestapo-Chef, verschwand am Chaos der letzten Kämpfe. Bis heute wurde seine Leiche nie gefunden. Einige vermuteten, er sei in Berlin gestorben, andere glaubten, er habe sich abgesetzt. Der Mann, der Tausende in den Tod geschickt hatte, wurde zum Phantom. Himmler selbst versuchte, unter falschem Namen zu fliehen. Er wurde von britischen Soldaten gefasst und nahm sich das Leben. Für die Gestapo endete das Reich, dem sie diente, in Selbstzerstörung. Doch die Geschichte war damit nicht zu Ende. In den Monaten nach der Kapitulation begannen die Alliierten, die Spuren des Terrors zu sichern. In Kellern, Archiven und verlassenen Ämtern fanden sie Millionen Dokumente, Verhörprotokolle, Deportationslisten, Haftbefehle. Die Bürokratie des Grauens war erstaunlich gut erhalten. Im Herbst 1945 begannen die Nürnberger Prozesse. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde der Versuch unternommen, ein ganzes System der Unterdrückung juristisch zu fassen. Die Gestapo wurde als verbrecherische Organisation eingestuft, zusammen mit SS und SD. Doch während die Hauptkriegsverbrecher vor Gericht standen, blieben die meisten Gestapo-Mitarbeiter unbehelligt. Von den rund 32.000 Beamten, die in ihren Diensten gestanden hatten, wurden nur wenige hundert je angeklagt. Viele verschwanden in der Anonymität der Nachkriegsjahre. Einige tauchten unter falschem Namen wieder in Polizeibehörden auf, ausgerechnet in jenen Strukturen, die nun Demokratie schützen sollten. Die Alliierten wussten, dass sie Ordnung brauchten. Und so geschah, was später Historiker als kalten Pragmatismus bezeichneten,
Wer als nicht ideologisch belastet galt, durfte weiterarbeiten. Viele alte Gestapo-Leute gaben sich als harmlose Verwaltungsbeamte aus, und oft glaubte man ihnen. In den Verhören jener Jahre offenbart sich eine erschreckende Konstante. Kaum einer sah sich als Täter. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Ich war Schreibtischbeamter. Ich wusste von nichts. Sätze, die in 1000 Varianten fielen. Die Gestapo verschwand aus den Straßen, aber sie blieb in den Köpfen. In der Angst, die blieb, in der Sprache, in der Erinnerung. Es gab Orte, an denen man Jahrzehnte schwieg. In Köln, in Hamburg, in München, Gestapo-Zentralen standen lange leer, als hätte niemand den Mut, sie zu betreten. Erst in den 1980er Jahren begannen Historiker und Bürgerinitiativen, diese Stätten des Grauens zu öffnen. Heute sind sie Gedenkorte, Mahnungen aus Beton und Stille. Aber damals, 1945, wollte kaum jemand hinsehen. Deutschland lag in Trümmern und die Menschen wollten vergessen. Ein alliierter Ermittler schrieb am Sommer 1946. Wir fanden keine Monster, nur Männer, die ihre Arbeit taten, als sei sie selbstverständlich gewesen. Diese Erkenntnis war verstörender als jedes Geständnis, denn sie zeigte, die Gestapo war kein fremder Körper am deutschen Volk, sie war aus ihm hervorgegangen. Und genau das machte ihre Geschichte so gefährlich und so unbequem. Denn das Böse hatte hier kein Gesicht. Es trug Uniform, sprach korrektes Deutsch und schrieb Berichte in sauberer Handschrift. Nach dem Krieg lag Deutschland nicht nur in Trümmern, sondern auch in moralischer Erstarrung. Millionen suchten nach einem neuen Anfang, doch die Schatten der Vergangenheit waren überall. In den Ämtern, den Nachbarschaften, den Köpfen. Die Gestapo war offiziell aufgelöst, ihre Akten beschlagnahmt. Aber ihre ehemaligen Beamten lebten weiter, unerkannt, unbehelligt, oft am selben Land, das sie einst überwacht hatten. In der jungen Bundesrepublik herrschte ein merkwürdiges Schweigen. Die Menschen sprachen von Hunger, Wiederaufbau, Währungsreform, aber kaum einer sprach von Schuld. Der Kalte Krieg lenkte ab, der Kommunismus wurde zum neuen Feind, und die westlichen Alliierten hatten kein Interesse, alte Wunden offen zu halten. Viele Ex-Gestapo-Männer passten in dieses neue Feindbild. Sie galten plötzlich als erfahrene Antikommunisten. So kehrten sie zurück. In Polizei, Verwaltung, Geheimdienste. Manche mit geändertem Namen, manche ganz offen. Heinrich Müller blieb verschwunden, aber seine Untergebenen fanden neue Karrieren. Werner Best, einst Verwaltungschef in Dänemark und Gestapo-Jurist, wurde später Berater in Wirtschaftskreisen. Walter Schellenberg, ehemaliger Geheimdienstchef des SD, veröffentlichte Memoiren, in denen er sich selbst als Realisten darstellte. In den 1950er Jahren glaubte man, Geschichte ließe sich abstreifen wie eine alte Uniform. Doch in den Akten, die in Archiven lagerten, warteten die Stimmen der Opfer. Niemand wollte sie hören. Die Entnazifizierung, jene große moralische Reinigung, blieb oberflächlich. Nur wenige Prozent der ehemaligen Gestapo-Beamten wurden je strafrechtlich verfolgt. Viele Verfahren endeten mit Freispruch, eingestellt wegen mangelnden öffentlichen Interesses. Die Justiz selbst war von ehemaligen NS-Juristen durchsetzt. Und so entstand eine zweite Schuld, die des Schweigens. In den Schulen erzählte man kaum etwas über die Gestapo. Kinder lernten, dass Hitler böse war, aber wer ihn unterstützt hatte, blieb ungesagt. Die Täter verschwammen in der Geschichte, als seien sie namenlose Schatten. Doch am Verborgenen regte sich Widerstand gegen das Vergessen. Überlebende begannen, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Einige Journalisten, Historiker, Kirchenleute forschten nach. Sie stießen auf verschlossene Türen, zerstörte Akten, kalte Ablehnung. Einer von ihnen, der Historiker Helmut Krausnick, schrieb 1958: Wir leben in einem Land, in dem die Täter von gestern die Richter von heute sind. Seine Worte lösten Empörung aus und Schweigen. Für die Opfer aber änderte sich wenig. Viele jüdische Überlebende, politische Häftlinge oder Angehörige von Widerstandskämpfern fühlten sich in der jungen Republik unerwünscht. Ihre Anträge auf Entschädigung scheiterten oft an Bürokratie. Ironie der Geschichte, dass dieselbe Verwaltung, die einst Haftbefehle ausstellte, nun über Entschädigungen entschied.
Und während die Nation feierte, dass sie wieder aufgebaut war, blieben die Wunden ungeschlossen. Erst Ende der 1950er Jahre, mit Prozessen wie dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, kam Bewegung in das Schweigen. Zum ersten Mal wurde in einem westdeutschen Gericht offen über die Verbrechen der Gestapo gesprochen, über Massenerschießungen, Folter, Mord. Doch für viele Zuschauer war das nicht Geschichte, sondern Zumutung. Ein Journalist schrieb 1959: Wir sehen auf die Täter, aber sie sehen aus wie wir. Diese Erkenntnis traf ins Mark der jungen Republik, denn sie zerstörte die Illusion, dass das Böse eine Ausnahme war. Es war Teil der Normalität gewesen. Und es würde noch Jahrzehnte dauern, bis man das auszusprechen wagte. Es begann unscheinbar mit vergilbten Ordnern, die in Kellern der westdeutschen Verwaltung lagerten. Sie trugen Stempel mit der Aufschrift Gestapo, Reichssicherheitshauptamt, streng geheim. Jahrzehntelang waren sie von Hand zu Hand gegangen, mal nach Washington, mal nach Koblenz, mal in das Bundesarchiv. Niemand wollte sie wirklich sehen. Zu unbequem, zu gefährlich, zu nah. Doch in den 1960er Jahren änderte sich etwas. Eine neue Generation stellte Fragen, die ihre Eltern verdrängt hatten. Was habt ihr gewusst? Was habt ihr getan? Und wie konnte das geschehen? Diese Fragen hallten durch Wohnzimmer, Universitäten, Gerichtssäle. Sie waren nicht mehr zu überhören. 1961 fand in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann statt. Der Mann, der einst am Auftrag der Gestapo Deportationen organisierte, saß nun in einem gläsernen Käfig. Millionen sahen seine Geständnisse am Fernsehen. Zum ersten Mal hörte man, wie das System funktionierte. Kalt, methodisch, bürokratisch. Ich habe nur Befehle ausgeführt, sagte Eichmann, und die Welt hörte das Echo der 1000 Gestapo-Berichte. Plötzlich war das Wort Befehl kein Schutz mehr, sondern ein Symbol für moralische Flucht. In Deutschland begann man erneut hinzusehen. Historiker öffneten Archive, Journalisten recherchierten, Studenten demonstrierten gegen das Schweigen. Die 68er-Bewegung war auch ein Aufstand gegen das Vergessen. Sie zwang eine ganze Gesellschaft, ihre verdrängte Vergangenheit anzusehen. Und die Gestapo war das Symbol dieses Verdrängens. Doch wer in die Akten blickte, stieß nicht nur auf das Grauen, sondern auf etwas noch Beunruhigenderes: Normalität. In den Formularen, Haftbefehlen, Vermerken stand selten Hass. Stattdessen, nach Rücksprache mit dem Referat 4 beschlossen. Verbringung in Schutzhaft genehmigt. Sache erledigt. Die Sprache der Gestapo war emotionslos. Und gerade das machte sie so erschütternd. In den 1970er Jahren kamen dann die ersten größeren Publikationen, die das Bild der Gestapo grundlegend veränderten. Es war nicht mehr die allmächtige Geheimorganisation, die überall lauerte, sondern ein System, das auf Kooperation und Angst beruhte. Der Terror war nicht unsichtbar, er war alltäglich. Diese Erkenntnis war schmerzhaft, aber sie öffnete den Blick. Gleichzeitig tauchten in den Archiven Dokumente auf, die Jahrzehnte als verschollen galten: Gestapo-Karteien, Spitzelberichte, Deportationslisten. Historiker fanden heraus, dass viele dieser Akten nach 1945 bewusst zurückgehalten worden waren, aus Angst, sie könnten alte Namen ans Licht bringen. Namen von Beamten, Politikern, Unternehmern, die längst wieder Karriere gemacht hatten. Die Geschichte der Gestapo war nun nicht mehr nur Geschichte. Sie wurde zur moralischen Frage der Gegenwart. Und während man endlich begann, zu lesen, was in diesen Akten stand, erkannte man, das wahre Erbe der Gestapo war nicht nur Gewalt. Es war das Denken, das sie möglich gemacht hatte. Das Denken in Kategorien, in Gehorsam, in Schweigen. Und genau dieses Denken war noch immer da. In den 1980er Jahren begann eine neue Zeit des Erinnerns. Überall in der Bundesrepublik tauchten Bürgerinitiativen auf, die das Schweigen brechen wollten. In Köln, München, Düsseldorf, Hamburg, ehemalige Gestapo-Zentralen wurden zu Gedenkorten. Menschen kamen, um Namen zu lesen, die jahrzehntelang in Akten verstaubt waren. Opfer bekamen Gesichter, Täter bekamen wieder Fragen gestellt. In dieser Zeit trat auch eine neue Generation von Historikern auf. Sie wollten nicht mehr nur die Strukturen verstehen,
sondern die Mechanismen der Mitverantwortung. Projekte wie das Institut für Zeitgeschichte oder die Gedenkstätte Deutscher Widerstand begannen, systematisch zu rekonstruieren, wie tief die Gestapo in den Alltag eingedrungen war. Das Ergebnis war ernüchternd und ernüchternd menschlich. Die Gestapo bestand nicht nur aus fanatischen SS-Männern, sondern aus Bürokraten, Familienvätern, ehrgeizigen Verwaltungsbeamten. Männer, die morgens den Kindern zum Abschied winkten und abends Folterprotokolle unterschrieben. Diese Normalität des Bösen erschütterte die Nation mehr als jede noch so grausame Tatbeschreibung. In den Archiven tauchten Tonaufnahmen, Verhörprotokolle, Briefe auf. Eine Frau aus Wien schrieb 1941: „Ich bitte, meinen Mann aus der Haft zu entlassen. Er hat nur geredet, weil er betrunken war. Der Brief wurde nie beantwortet." Sie starb 2 Jahre später am KZ Ravensbrück. Solche Einzelschicksale machten das Unbegreifliche greifbar. Parallel begann die Justiz, spät, aber immerhin erneut zu handeln. Verfahren gegen ehemalige Gestapo-Beamte wurden eröffnet, etwa gegen Mitglieder der Gestapo Linz oder Wien. Doch die meisten Angeklagten waren alt, krank oder die Beweise zu brüchig. Viele Verfahren endeten mit Freispruch oder Einstellung. Das Recht kam zu spät, aber die Erinnerung begann zu wirken. In den 1990er Jahren nach der Wiedervereinigung öffneten sich Archive in Ost und West. Was man dort fand, fügte ein letztes, schmerzhaftes Puzzleteil hinzu. Die Gestapo-Akten, die in Ost-Berlin jahrzehntelang unter Verschluss gehalten worden waren, enthielten tausende Namen, Opfer, Spitzel, Beamte. Sie bestätigten, was Historiker längst ahnten. Der Terror war kein Werk weniger, er war ein Netz aus vielen. Mit der Wiedervereinigung kam auch die Frage nach der Kontinuität. In beiden deutschen Staaten hatte es Menschen gegeben, die früher Teil des Gestapo- oder SD-Apparats gewesen waren und nach 1945 Karriere machten, am Osten, am Sicherheitsapparat, am Westen, am Geheimdienst oder in der Verwaltung. Die Schatten der Gestapo hatten das Land geteilt und verbanden es doch in einer stillen Gemeinsamkeit, dem Verdrängen. Doch etwas war jetzt anders. Schulen begannen, ihre Schüler an die Orte des Terrors zu führen. Fernsehdokumentationen, Bücher, Theaterstücke, sie alle erzählten die Geschichten, die jahrzehntelang verschwiegen worden waren. Ein Satz fiel immer wieder: nie wieder. Aber zwischen diesen beiden Worten lag eine Erkenntnis, die schwerer wog als jedes Bekenntnis. Das Böse war nicht fern, nicht fremd, nicht unverständlich. Es war menschengemacht. In dieser Zeit entstand auch eine neue Sprache des Erinnerns. Nicht mehr Anklage, sondern Verantwortung, nicht mehr Schweigen, sondern Fragen. Und in dieser neuen Erinnerungskultur wurde auch klar, die Geschichte der Gestapo ist kein abgeschlossenes Kapitel. Sie ist ein Spiegel, in dem jede Gesellschaft sich selbst erkennen muss. Denn dort, wo Macht auf Angst trifft, wo Kontrolle wichtiger wird als Menschlichkeit, dort beginnt immer ein neues Kapitel derselben Geschichte. Wenn Menschen beginnen, Kontrolle über Freiheit zu stellen, wenn Angst wichtiger wird als Empathie, wenn Sicherheit die Rechtfertigung für alles wird, dann kehrt die Logik der Gestapo zurück, nicht als Uniform, sondern als Gedanke. Das ist der wahre Grund, warum man erinnern muss. Nicht um Schuld festzuhalten, sondern um Bewusstsein zu schärfen. Denn das System, das einst Millionen terrorisierte, bestand aus denselben Bausteinen, die jede moderne Gesellschaft besitzt: Bürokratie, Polizei, Verwaltung, Sprache. Der Unterschied liegt nicht in den Strukturen, sondern am Mut der Menschen, sie zu hinterfragen. Ein Überlebender des KZ Buchenwald sagte einmal: Die Gestapo war nicht stark, weil sie viele waren. Sie war stark, weil so wenige widersprachen. Heute, wenn man an den Resten der Gestapo-Zentrale steht, weht Wind durch die offenen Mauern. Kein Schild warnt, kein Zaun schützt, nur die Geschichte selbst spricht. Und sie fragt uns: Wenn es wieder geschieht, würden wir diesmal widersprechen? Die Gestapo ist vergangen, aber die Lektion der Angst bleibt.